Kennst du das auch? Du spielst zwar die richtigen Töne, doch das Spiel klingt nicht fließend und musikalisch. Und du weißt nicht genau, warum es nicht so klingt. Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video erkläre ich dir in 3 einfachen Schritten, wie du sauber, musikalisch und fließend auf der Gitarre spielst. Viel Spaß! So schön unsere Gitarre auch klingt, sie hat auch ihre Besonderheiten. Und zwar müssen wir jeden Ton einzeln neu erzeugen. Nicht wie bei der Geige, wo man mit einem Bogenstrich gleich mehrere Töne fließend und homogen auch spielen kann. Wir müssen wirklich jeden Ton neu anschlagen, auf der akustischen Gitarre vor allem. Und das macht es auch so schwierig, das wie Musik für uns und für andere auch klingen zu lassen. Wir hören ja heute fast nur perfekt abgemischte Musik aus der Konserve, ohne Fehler und ja, bis ins Detail ausgearbeitet. Und dieser ja auch unnatürliche Standard hat sich etabliert. Und deshalb ist es oft schwer zu akzeptieren, wenn es nicht gleich so gut klingt. Und ich möchte an dieser Stelle jeden, der ein Instrument lernt, größten Respekt aussprechen und lasst euch nicht entmutigen, sondern es ist normal, das gehört dazu. Und damit es schneller geht und vor allem gleich musikalisch klingt, hier die erste Übung. Und zwar lernen wir die Töne miteinander zu verbinden in der rechten Hand. Das Ganze nennt sich Legato und ich habe da eine super Übung mitgebracht, die du sofort mitmachen kannst. Schnapp dir deine Gitarre, drück auf Pause und wenn du zurück bist, starten wir im Wechselschlag mit Zeige und Mittelfinger und zwar auf der leeren G-Seite. Wir schlagen immer einen Ton an und dämpfen mit dem nächsten Finger die Seite ab. Daumen legst du auf eine Bassseite, also Ton anschlagen und abdämpfen. Achte darauf, dass du, wenn du den Finger wieder zurück auf die Seite legst, du ihn genau am Berührungspunkt sozusagen auflegst, an dem du die Gitarre anschlägst, also an dem die Saite über den Nagel oder die Fingerkuppe rutscht. Nun versuchen wir diese Lücke zwischen den Tönen etwas zu verkürzen. Wir legen trotzdem noch den nächsten Finger auf die Saite und spielen los, nur mit einer kleineren Pause dazwischen. Das heißt nicht, dass du schneller spielen sollst, sondern einfach so lange klingen wie möglich oder wie nötig, um die Hand zu entspannen, dann den nächsten Finger auflegen und wieder losspielen. Im letzten Schritt versuchen wir diese Pause so gut wie möglich zu eliminieren. Wir spielen also Ton nach Ton angereiht wie eine Perlenkette. Mein Lehrer Armin Egger sagt immer wie eine Möwe, die kurz ins Wasser eintaucht und sofort wieder aufsteigt. Und das ist genau das, macht unser Finger auch. Versuch das zu Hause mit deinen Fingern auf deiner Gitarre umzusetzen und merk dir auch diesen Klang, wie es klingen sollte, denn wenn du einmal weißt, wie du Legato klingst, möchtest du nur mehr diesen Ton hören und das wirkt sich dann positiv auf dein Spiel aus. Der zweite wichtige Schritt ist jetzt, wenig überraschend, die linke Hand. Und zwar können unbewegliche Finger oder zu festes Greifen auch die Hand hindern, sich fließend zu bewegen und wenn sie sich fließend bewegt, dann klingt es auch fließend. Das Geheimnis ist hier, dass du die Töne so gut wie möglich vorbereitest. Das heißt, dass du den Finger in Richtung nächsten Ton, der zu spielen ist, streckst, um keine ruckartigen Bewegungen machen zu müssen. Das ist zum Beispiel bei der Romanze hier. Hier kommt der kleine Finger jetzt auf den 7. Bund und ich strecke ihn da schon so lang, dass er nur mehr und hier auch
fließende Bewegung. Einfach den Finger in Richtung nächsten Ton strecken, sich weiter handeln, sozusagen von Seite zu Seite, von Liane zu Liane. Und das hilft dir schon sehr, Beweglichkeit in deine Finger zu bekommen, auch ohne Fingerübungen. Du wirst merken, es macht deine Hand einfach geschmeidig und schau, dass du keine ruckartigen Bewegungen machst. Und dazu die letzte Übung und der Schritt 3, der wichtigste Schritt, der hier alles zusammenführt. Wir müssen die rechte und die linke Hand so gut wie möglich synchronisieren. Du kannst dir das vorstellen wie ein Funke, der rechts und links gleichzeitig vom Hirn aus die Hände ansteuert und dadurch kannst du diese Lücke zwischen den Tönen möglichst gering halten und die Töne ineinander fast fließen lassen. Die Übung dazu zeige ich dir jetzt, und zwar ist es eine Grundübung, die ich wirklich auch jedem meiner Schüler zeige, die ich auch noch selbst mache, die du vielleicht auch schon kennst, aber wenn du weißt, warum sie so wichtig ist, und das ist das Wichtigste, dann weißt du auch, wie effizient sie ist. Wir starten hier mit dem Zeigefinger auf der dritten Seite, spielen sie rechts im Wechselschlag mit Zeige- und Mittelfinger an. Danach kommt der Mittelfinger auf den 6. Bund, Ringfinger auf den 7. und kleiner Finger auf den 8. Die Finger liegen also alle auf einer Seite im benachbarten Bund. Das klingt so. Versuche auch wirklich sehr legato zu spielen. Im nächsten Schritt schlagen wir den kleinen Finger nochmal an und heben Finger für Finger wieder auf. 1, heben den kleinen Finger auf, hier darauf achten, dass er nicht zu weit vom Griffbrett weggeht, sondern sehr kontrolliert auch hier aufheben. Bei vielen ist es so, dass der nach hinten klappt. Ich sage immer wieder Schlangenbiss. Versuch hier, auch wenn der dritte Finger sich hebt, den kleinen Finger nicht zu weit weg vom Griffbrett. Die ganze Übung also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Du kannst das wirklich so oft machen, wie du willst. Es wird dir sehr viel bringen. Es ist eine Grundübung, so wie wenn du ins Fitnesscenter gehst und Bankdrücken machst. Das ist einfach die absolute Grundübung, um dann dich für weitere Stücke, für deine Lieblingsstücke vorzubereiten, um diese auch musikalisch spielen zu können. Du hast hier die Quintessenz des Gitarrenspiels in einer Übung. Es ist auch ratsam, das mit Metronom zu machen, hier mit 60. 60 ist immer eine super Zahl. 60 Sekunden hat eine Minute, 60 Minuten hat eine Stunde. Unser Herz schlägt mit 60, also ein toller Richtwert hier. 1, 2, 3, 4. Außerdem lernst du mit einem Metronom den Ton nicht willkürlich, sondern wirklich an dieser Stelle zu spielen, wo er auch hingehört. Wenn du mit einer Band spielst oder mit anderen spielst, muss es natürlich auch so sein, dass er erzielt die größte Wirkung auch beim Üben. Manche sagen, nur wenn du mit Metronom übst, übst du richtig. Ich werde sicher ein Video mal dazu machen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar. Versuch diese Übung einzubauen in deine Überoutine. Auch ich arbeite noch an meinem Legato-Spiel. Ich schaue, dass die Musik einfach homogen und zusammenfließend klingt auf der Gitarre. Es ist wirklich besonders schwer. Dieses Video reicht hier auch nicht aus. Dazu habe ich eine Videoserie mit über 200 Videos aufgenommen, dass du das wirklich von Anfang an lernst. Aufbauend, da gehört natürlich auch noch Dynamik dazu, Phrasierung und ein musikalischer Kontext, der auch dahinter steht. Ich möchte dir die Kursserie jetzt ans Herz legen. Jetzt ist sie noch sehr günstig im Moment und sie bringt dich sicher näher an dein Ziel, an unser aller Ziel, die Gitarre möglichst schön und musikalisch sauber spielen zu können. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß auf deinen Weg. Liebe Grüße aus Wien, dein Norman.